Atombombe, welche Atombombe? Gemäß unterbezahlten US-Wissenschaftlern explodierte genauso diese Atombombe 1945, als die 9 Projektilringe aus 30,5 Kilogramm Uran-235 mechanisch herumgestoßen und wiederum mechanisch in die 6 Zielringe gepresst wurden. Also von 30,5 Kilogramm Uran-235 über das Wolfram-Carbid-Scheibenprojektil und der Projektil-Stahlrückwand. Das wiederum beschleunigt durch die explodierende Cordit-Treibladung. Und die 4 Polonium-Beryllium-Initiatoren über dem Stöpsel zerdrückt durch Projektilringe starteten offensichtlich den magischen atomaren Vorgang. Dies fand 600 Meter über dem Boden statt, als die Bombe selber mit 324,7 Meter die Sekunde fiel. Weshalb die 9 Projektilringe nicht von allein durch die Schwerkraft herunterfielen, ist nicht klar. Haben Sie das verstanden? Nein? Ist doch ganz simpel. Schiebe, werfe oder drücke durch explodierendes Cordit unterstützt 9 Uran-235 Projektilringe auf 6 Uran-235 Zielringe und presse sie in einem Wolfram-Carbid-Rohr, Muffe, Scheibe, Stöpsel, dann Kernspaltung und bumm. Und man darf nicht vergessen, die Verschlussmutter der Frontnase auf der Stahlstange festzuziehen. Warum braucht der Iran dafür jetzt schon 20 Jahre? Ganz einfach. Weil obiges einfach reiner Unsinn ist. Dumme, idiotische Lügenpropaganda. Es funktioniert nicht. Metall in Kontakt mit Metall, sei es Gold, Silber, Blei, Eisen, Uran jeder Art, inklusive Uran-235, spalten sich nicht exponentiell und explodieren nicht, initiiert von Polonium, Beryllium, selbst nachdem es mechanisch zusammen verdichtet wird. Und das auch noch plötzlich. Die Atombombe fiel also am 6. August 1945 aus 9255 Metern in 57 Sekunden bis auf 600 Meter und detonierte genauso präzise wie hier abgebildet. Wäre die Bombe weitere 2 Sekunden gefallen, wäre sie auf dem Boden aufgeschlagen und zerstört gewesen und niemals explodiert. Absolut glaubhaft. Schauen wir uns doch mal die Städte an, in denen es angeblich zu atomaren Explosionen gekommen sein soll. Nagasaki und Hiroshima. Sieht das für Sie aus, als wenn eine Sprengung mit 1 Million Kelvin Temperatur stattgefunden hätte? Mich erinnert das eher an Dresden 45. Die Fenster in der Mitte der Bank von Japan sind zerbrochen, die äußeren nicht. Eine Bombe, die stark genug war, um Häuser aus Stein wegzufegen, aber die zu schwach war, um Bäume aus Holz umzuknicken. Ja, nee, ist klar. Eher ein Fall für Oliver Zumann und seinem Kanal Trolls of Vienna. Augenzeugenberichten zufolge sind in der Nacht von 3 bis 5 Uhr zwischen 2 und 400 B-29-Bomber über die Stadt geflogen und hätten 1500 Tonnen Napalmbomben abgeworfen. Auch interessant ist die Geschichte des deutschen Physikers Klaus Fuchs, der in den 30er Jahren nach England migrierte und unter strenger Geheimhaltung an der Entwicklung einer Atombombe mitwirkte. Das erfolglose Manhattan-Projekt mitbetreute, sich bei den Russen verplapperte und dafür 14 Jahre in den Bau wanderte. Stalin konnte jetzt aber genauso dreist wie die Amerikaner an seiner Version einer falschen Atombombe arbeiten, wusste er ja jetzt, dass die Gegenseite nur bluffte. Ich überspringe mal den blödsinnigen Teil mit Einsteins E ist gleich m mal c zum Quadrat, also dass Materie, welche in Energie umgewandelt wird, eine Gesamtenergie entsprechend der Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit hervorbringt. Er gehört genauso zu den Verdummungsspielen dazu, wie fast alle anderen Wissenvernichtungsschaffer. Jahrzehntelang haben die amerikanische und die japanische Regierung mehr als 100 Millionen Dollar ausgegeben, um zu verstehen, was die Strahlung von der Atombombe den Menschen von Hiroshima und Nagasaki antat. Eine Interpretation ist, dass überhaupt keine Atombomben abgeworfen wurden. Vor allen Dingen, wo ist sie denn jetzt hin? Die Strahlung. Noch verrückter ist natürlich, dass die großen 5 in der UNO, sprich die ständigen 5 Vetomächte, alle zufällig Atommächte sind. Ja, nee, ist klar. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Schauen Sie sich bitte die B-61 Atombombe an, die gerade für 1 Milliarde Dollar von den Ami-Ingenieuren lenkbar gemacht worden ist, aber immer noch feste Heckflossen hat. Schön ist auch, dass man mit einer Atombombe zwischen anderen Atombomben durch den Hangar medienwirksam spazieren fährt. Ist ja nicht gefährlich, wenn das alte, bebrillte, übergewichtige Militärangehörige machen. Das Fazit. Um die Wahrheit über die Atombomben zu vertuschen, schufen die USA sofort nach der Besetzung Japans die Bürgerzensurabteilung CCD, Civil Censorship Detachment. Die CCD war geheim. Man sollte nicht glauben, dass Zensur im besetzten Japan herrschte. Jeder, der Fotos von den Ruinen Hiroshimas und Nagasakis machte und andeutete, dass die Atombomben ein Schwindel waren, wurde einfach verhaftet und eingekerkert oder hingerichtet, weil sie damit die öffentliche Ruhe störten. Wer allein aus diesem Umstand keine Parallele zu den heutigen Ereignissen ziehen kann, an die offizielle Erklärung von 9/11, der Mondlandung oder der Ermordung von John F. Kennedy glaubt, der hat auch sicherlich keine Schwierigkeiten daran zu glauben, dass mit dem Zusammenprall zweier Uranmetallplatten eine riesige, fast 1 Million Grad Celsius heiße Explosion stattfinden könne, die alles in Umkreis von mehreren Kilometern zu Staub zerfallen lässt. Es ist einfach ausgedrückt ein riesiger Betrug, um die Menschheit in der Angst zu halten, sie gefügig zu machen und um ein paar Staatenführer der nicht aufgeklärten Sorte zu zeigen, wer den größten Hammer hat und somit eine übertriebene militärische Dominanz auszudrücken, die man gar nicht hat. Sei Mensch und lass dich nicht für dumm verkaufen.